Lektion 1: Brot backen. Das hoffe ich. Hast du Tipps für jemanden, der zum ersten Mal Brot backt? Ja, auf jeden Fall. Beginnen Sie mit einem einfachen Rezept und halten Sie sich genau an die Mengenangaben. Das ist eine tolle Idee. Präzision scheint bei Backen entscheidend zu sein, insbesondere mit Hefe. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, den Teig richtig aufgehen zu lassen. Das ist wichtig für eine gute Konsistenz. Ich habe gehört, dass das Kneten auch wichtig ist, da dadurch das Gluten im Teig entsteht. Ja, für ein optimales Ergebnis kneten Sie den Teig, bis er glatt und elastisch ist. Ich bin gespannt, es auszuprobieren. Ich hätte gerne frisches Brot zu Hause. Ja, es gibt nichts Schöneres als den Duft von frisch gebackenem Brot. Er ist so beruhigend. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu probieren. Hoffentlich wird es gut. Lektion 2: Hotelausstattung. Das Hotel klingt auch reizend. Ja, wir haben ein Restaurant, das Frühstück, Mittag und Abendessen serviert. Das ist fantastisch. Es ist immer schön, direkt in der Unterkunft eine Speisemöglichkeit zu haben. Absolut. Es ist praktisch, besonders nach einem langen Tag voller Entdeckungen. Ja, und ich liebe es, auf Reisen die lokale Küche auszuprobieren. Daher ist ein Restaurant vor Ort ein Bonus. Genau. Ich freue mich schon darauf, Ihre Gerichte zu probieren und entspannt zu essen. Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen, ohne weit reisen zu müssen. Ja, und es gibt uns auch die Möglichkeit, abzuschalten und über unsere Abenteuer nachzudenken. Ich stimme zu. Außerdem ist es schön, die Möglichkeit zu haben, in einer komfortablen und gemütlichen Umgebung zu essen. Ich kann es kaum erwarten, mir die Speisekarte anzusehen und zu sehen, welche köstlichen Optionen sie anbieten. Lektion 3: Einkaufsentscheidungen. In dieser Gegend gibt es so viele Geschäfte zur Auswahl. Das stimmt. Manchmal kann es überwältigend sein, aber es ist aufregend, Abwechslung zu haben. Auf jeden Fall. Gibt es bestimmte Geschäfte, die Sie besuchen möchten? Ja, ich habe von einigen Boutiquen gehört, die einzigartige Kleidung und Accessoires anbieten. Das klingt spannend. Ich unterstütze gerne lokale Unternehmen, die etwas Besonderes anbieten. Auf jeden Fall. Außerdem finden Sie hier Artikel, die Sie in größeren Ketten nicht finden. Ja, und hinter diesen einzigartigen Funden steckt oft eine besondere Geschichte. Ja, ich finde es sinnvoller, an Orten einzukaufen, die die lokale Kultur widerspiegeln. Ich stimme zu. Lasst uns eine Liste der Geschäfte erstellen, die wir besuchen möchten und unsere Einkaufsroute planen. Lektion 4: Erinnerung und Wert. Ich würde hoffen, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, sodass ich mir alles Wichtige merken kann. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Unsere Erinnerungen prägen unsere Wahrnehmung von Erfahrungen und Menschen. Genau. Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal kleine Details vergesse, die später wichtig sein können. Ja, und es kann frustrierend sein, wenn Sie sich an etwas nicht erinnern können, von dem Sie wissen, dass Sie sich daran erinnern sollten. Ich stimme zu. Ein Tagebuch oder Notizen können helfen, diese Momente für später festzuhalten. Auf jeden Fall. Es ist eine tolle Möglichkeit, Erinnerungen zu bewahren und später darüber nachzudenken.
Außerdem kann es eine unterhaltsame Aktivität sein, auf das zurückzublicken, was Sie im Laufe der Zeit geschrieben haben. Ja, ich denke, dass das Dokumentieren von Erlebnissen unserer persönlichen Geschichte mehr Tiefe verleiht. Ich würde gerne ein Tagebuch beginnen, um meine Gedanken und Erinnerungen besser festzuhalten. Lektion 5 Fitnesskurs. Hi, hast du schon vom neuen Fitnesskurs im Fitnessstudio gehört? Ja, das habe ich. Es klingt aufregend. Ich habe nach einer neuen Möglichkeit gesucht, aktiv zu bleiben. Ich auch. Ich denke, dass das Ausprobieren neuer Kurse für Abwechslung und Spaß sorgt. Zuruf. Abwechslung ist der Schlüssel, um die Motivation und das Interesse am Fitnesstraining aufrechtzuerhalten. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, die ähnliche Gesundheitsziele verfolgen. Ja, und die Energie im Gruppenunterricht kann wirklich motivierend sein. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren und zu sehen, wie es ist. Mir geht es genauso. Ich denke, es könnte eine großartige Ergänzung zu unseren Routinen sein. Lass uns gemeinsam hingehen, das macht mehr Spaß. Lektion 6 Tägliche Eingliederung. Das ist großartig. Wie integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag? Ich versuche jeden Tag eine bestimmte Zeit für mein Training einzuplanen, was mir hilft, konsequent zu bleiben. Das klingt nach einem soliden Plan. Eine Routine macht es einfacher, dabei zu bleiben. Ja, und ich mische auch verschiedene Arten von Übungen, um die Sache interessant zu halten. Das ist clever. Abwechslung beugt Langeweile vor und trainiert verschiedene Muskelgruppen. Ja, ich wechsle gerne zwischen Cardio, Kraft und Flexibilitätstraining. Das ist ein toller Ansatz. So ist ein ausgewogenes Fitnessprogramm gewährleistet. Verf Außerdem finde ich es wichtig, auf meinen Körper zu hören und mich bei Bedarf anzupassen. Ich stimme zu. Herauszufinden, was für Sie funktioniert, ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Lektion 7 Reisesicherheit. Guter Punkt. Sicherheit ist auch wichtig, besonders wenn man an neue Orte reist. Ja, wir sollten uns über Reisehinweise und Empfehlungen für unser Reiseziel informieren. Auf jeden Fall. Informiert zu sein kann uns helfen, potenzielle Risiken zu vermeiden und sicher zu bleiben. Ich stimme zu. Es ist immer besser, bei der Reiseplanung proaktiv an die Sicherheit zu denken. Ja, und es kann auch hilfreich sein, sich über lokale Gepflogenheiten oder Vorschriften zu informieren. Ja, das Verständnis der Kultur kann unsere Erfahrung bereichern und Missverständnisse vermeiden. Ich denke, es ist wichtig, die örtlichen Gepflogenheiten zu respektieren und gleichzeitig unserer Sicherheit Priorität einzuräumen. Ja, ein wenig Vorbereitung kann viel dazu beitragen, dass die Reise reibungslos und angenehm verläuft. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Dadurch fühlen wir uns bei unseren Reiseplänen sicherer. Lektion 8. Erstellen Sie Ihren Pitch. Auf jeden Fall. Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, ist es wichtig, einen prägnanten und ansprechenden Pitch zu verfassen, der Ihre Expertise hervorhebt. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ein gut vorbereiteter Pitch kann die Aufmerksamkeit Ihres Publikums fesseln. Genau.
Es ist wichtig, sich auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren, die Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, ohne sie mit Details zu überhäufen. Ja, und die Verwendung einer klaren, überzeugenden Sprache kann dazu beitragen, Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln. Auf jeden Fall. Ich denke, dass es Ihr Selbstvertrauen stärkt, wenn Sie Ihren Pitch vor der Präsentation ein paar Mal üben. Das ist eine tolle Idee. So werden unangenehme Formulierungen vermieden und eine reibungslose Übermittlung gewährleistet. Ja, und das Feedback anderer kann wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie es weiter verbessert werden kann. Auf jeden Fall. Durch die Zusammenarbeit werden Ideen oft verfeinert und noch stärker. Ich denke, mit einem soliden Pitch können Sie Türen zu vielen Möglichkeiten öffnen. Lektion 9. Prinzessin Träume. Manchmal denke ich, dass ich gerne eine Prinzessin wäre. Das Leben scheint so glamourös zu sein. Das ist ein interessanter Gedanke. Eine Prinzessin zu sein, hat auch viele Vorteile, oder? Absolut. Die wunderschönen Kleider, die großen Bälle und die königliche Behandlung wären fantastisch. Ja, aber ich frage mich, ob es wirklich so perfekt ist, wie es scheint. Es muss ja auch eine Menge Verantwortung geben. Stimmt, ich kann mir vorstellen, dass öffentliche Auftritte und die damit verbundenen Erwartungen ziemlich stressig sein können. Ja, und es gibt wahrscheinlich wenig Raum für persönliche Freiheit. Sie müssen so viele Protokolle befolgen. Genau, es ist ein Kompromiss zwischen Luxus und dem Verlust der Privatsphäre. Steff, ich glaube, ich würde das Abenteuer genießen, aber ich möchte auch meine Unabhängigkeit. Das ist ein berechtigter Einwand. Vielleicht geht es hier mehr um die Fantasie als um die Realität, eine Prinzessin zu sein. Lektion 10. Ausdauersport. Ich habe über Athleten gelesen, die in Sportarten antreten, die große Ausdauer erfordern, und das ist ziemlich beeindruckend. Ja, es ist unglaublich, wie sie ihren Körper bis an die Grenzen treiben und oft jeden Tag stundenlang trainieren. Genau. Viele von ihnen nehmen EPO, das ihre Leistung steigert, obwohl es umstritten ist. Das stimmt. Es wirft wichtige ethische Fragen zu Fairness im Sport auf. Ja, und man fragt sich, wie sehr diese Substanzen das Training und das natürliche Talent beeinträchtigen. Richtig. Es ist ein schmaler Grat zwischen Leistungssteigerung und der Wahrung des Sportsgeistes. Ich stimme zu. Sportler sollten für ihre harte Arbeit gefeiert werden, aber nicht auf Kosten ihrer Integrität. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, eine Balance zu finden, die Leistung und Fairness gleichermaßen ermöglicht. Ich denke, dass sich die Diskussion zu diesem Thema mit den Fortschritten in der Sportwissenschaft weiterentwickeln wird. Lektion 11. Beisegeschichte. Die Geschichte, die ich las, rettete meine Gefährten, die westlichen Geiseln, und sie war ziemlich fesselnd. Das klingt heftig. Es muss für alle Beteiligten eine erschütternde Erfahrung gewesen sein. Ja, und die Art und Weise, wie sie durch glückliches Zusehen entkommen konnten, hat die Unvorhersehbarkeit solcher Situationen deutlich gemacht. Ruf. Es ist erstaunlich, wie viel Glück in lebenswichtigen Situationen eine Rolle spielen kann. Ja, und es regt zum Nachdenken über die Widerstandsfähigkeit von Menschen in extremen Situationen an. Auf jeden Fall. Solche Erfahrungen können einen Menschen und seine Sicht auf die Welt grundlegend verändern. Ich stimme zu.
Es ist ein Beweis für den menschlichen Geist und den Überlebenswillen, egal wie die Chancen stehen. Ja, und das Teilen solcher Geschichten kann andere dazu inspirieren, ihre Freiheiten und ihre Sicherheit zu schätzen. Ich denke, es ist wichtig, sich an diese Geschichten zu erinnern, da sie uns an den Wert des Friedens erinnern. Lektion 12: Naturbeobachtungen. Wenn es nicht regnet, ziehen die Rotkehlchenwürmer aus dem nassen Boden, was faszinierend zu beobachten ist. Ja, es ist erstaunlich, wie die Natur ihren eigenen Rhythmus hat, insbesondere die Art und Weise, wie sich Vögel an die Wetterbedingungen anpassen. Genau. Ihnen bei der Nahrungssuche zuzusehen, ist, als würde man ein kleines Stück des natürlichen Gleichgewichts in Aktion erleben. Absolut. Es ist interessant, wie sie je nach Umgebung wissen, wann sie auf Nahrungssuche gehen müssen. Ja, und diese Momente erinnern uns an die einfache Freude, die das Beobachten von Wildtieren mit sich bringt. Ich liebe das. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu kommen, selbst in einer städtischen Umgebung. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, anderen etwas über die heimische Tierwelt und ihre Gewohnheiten beizubringen. Ja, das Teilen dieser Erfahrungen kann mehr Menschen dazu inspirieren, unsere Umwelt zu schätzen und zu schützen. Ich stimme zu. Nehmen wir uns vor, bei unserem nächsten Naturspaziergang zu beobachten und zu dokumentieren, was wir sehen. Lektion 13: Pflanzenhandel. Das klingt fantastisch. Ich habe ein paar neue Portostecklinge. Lass uns tauschen, sobald wir uns eingelebt haben. Das würde mir gefallen. Pottos sind wunderschöne Pflanzen. Sie eignen sich perfekt, um jedem Raum Grün zu verleihen. Absolut. Sie sind außerdem recht pflegeleicht und daher ideal für Anfänger. Ja, und ich liebe es, wie sie bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gedeihen können. Genau. Außerdem kann der Tausch von Pflanzen eine tolle Möglichkeit sein, unsere Sammlungen zu diversifizieren. Der Stimme zu. Es ist schön, Stecklinge zu teilen und zu sehen, wie sie in verschiedenen Umgebungen wachsen. Ja, es ist, als würden wir ein kleines Stück unserer Gartenreisen miteinander teilen. Ich denke, wir sollten auch Tipps zur Pflege austauschen. Das könnte hilfreich sein. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich auf unseren Pflanzentausch und die Gespräche, die dabei entstehen werden. Lektion 14: Finanzielle Stabilität. Neben dem Sparen ist es ratsam, Investitionen in Betracht zu ziehen und Ihr Portfolio für mehr Stabilität zu diversifizieren. Auf jeden Fall. Wenn Sie sich ausschließlich auf Ersparnisse verlassen, kann dies Ihr finanzielles Wachstum im Laufe der Zeit einschränken. Ja, und durch Investitionen kann Ihr Geld für Sie arbeiten und Ihr Vermögen potenziell mehren. Klar, es ist wichtig, die verschiedenen verfügbaren Anlagemöglichkeiten zu verstehen. Ich stimme zu. Durch Diversifizierung können Sie das Risiko streuen und eine ausgewogenere Finanzstrategie schaffen. Ja, und es kann Sicherheit bieten, falls eine Investition nicht die erwartete Leistung bringt. Genau. Ich denke, es ist entscheidend, über Markttrends informiert zu bleiben und die Strategie entsprechend anzupassen. So, kontinuierliches Lernen über Finanzen ist der Schlüssel zu fundierten Investitionsentscheidungen. Ich würde gerne gemeinsam Investitionsmöglichkeiten erkunden. Das könnte eine großartige Lernerfahrung sein. Lektion 15: Picknickpläne. Ich auch. Ich habe dieses Wochenende ein Picknick geplant und freue mich schon sehr darauf. Das klingt wunderbar.
Wo möchten Sie Ihr Picknick veranstalten? Ich denke an den Park am See, er bietet eine wunderschöne Aussicht und viel Platz zum Entspannen. Das ist ein perfekter Ort. Ich liebe die Ruhe dort, besonders am Nachmittag. Ja, und die Landschaft bietet eine tolle Kulisse, um gutes Essen zu genießen. Auf jeden Fall. Welche Snacks möchtest du mitbringen? Ich packe ein paar Sandwiches, Obst und vielleicht ein paar Leckereien zum Nachtisch ein. Das klingt köstlich. Ich würde auch gerne ein paar selbstgebackene Kekse mitbringen. Tolle Idee. Lasst uns unsere Picknickkörbe für einen schönen Tag im Freien zusammenstellen. Lektion 16. Sportdominanz. Viele Sportarten wurden historisch von bestimmten Ländern dominiert, beispielsweise Baseball, Schwimmen und Golf. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie bestimmte Nationen aufgrund verschiedener Faktoren in bestimmten Sportarten herausragen. Genau. Trainingsmöglichkeiten, Coaching und kulturelle Schwerpunkte können eine wichtige Rolle spielen. Auf jeden Fall. Es schafft ein starkes Erbe, in das andere Länder nur schwer hineinwachsen können. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie Schwellenländer versuchen, sich in diesen Sportarten zu etablieren. Auf jeden Fall. Es zeigt die Entwicklung des Sports und wie sich der Wettbewerb im Laufe der Zeit verändern kann. Ich finde es auch spannend, wenn Außenseiterteams aufsteigen und die traditionellen Spitzengteams herausfordern. Da, diese Geschichten werden oft legendär und inspirieren zukünftige Sportlergenerationen. Ich stimme zu. Es macht das Verfolgen von Sportereignissen so viel spannender und unvorhersehbarer. Lektion 17. Sushi machen. Ich überlege, mich an selbstgemachtem Sushi zu versuchen. Und du? Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich wollte schon immer lernen, wie man Sushi richtig zubereitet. Ja, es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, Freunde und Familie mit etwas Einzigartigem zu beeindrucken. Ruf. Außerdem können Sie die Zutaten nach Ihrem Geschmack anpassen. Genau. Ich freue mich darauf, verschiedene Füllungen und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Ich auch. Hast du ein bestimmtes Rezept im Sinn, mit dem du anfangen kannst? Ich dachte daran, eine klassische California Roll zu machen. Das ist eine gute Option für Anfänger. Das ist eine perfekte Wahl. Es ist einfach, aber köstlich und ich liebe die Kombination der Aromen. Ich stimme zu. Sobald wir den Dreh raus haben, können wir abenteuerlichere Rollen ausprobieren. Lektion 18. Künstlerbedarf. Gerne helfe ich Ihnen beim Einstieg ins Malen. Es ist ein wirklich lohnendes Hobby. Vielen Dank. Ich freue mich schon darauf, einzutauchen, weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Kein Problem. Wir können sogar gemeinsam einkaufen gehen. Das macht noch mehr Spaß. Das klingt super. Ich würde mich über Kaufempfehlungen freuen. Auf jeden Fall. Ein guter Satz Pinseln, hochwertige Farbe und eine Leinwand sind ein guter Ausgangspunkt. Ja, und ich bin gespannt, welche Farben für Anfänger unverzichtbar sind. Ich denke, es ist eine gute Idee, eine Grundpalette mit Primärfarben sowie Weiß und Schwarz zu mischen zu haben. Das macht Sinn.
Mir gefällt die Idee, zu experimentieren und neue Farbtöne zu kreieren. Genau. Beim Malen geht es darum, die eigene Kreativität zu entdecken und auszudrücken. Lektion 19. Entspannungsaktivitäten. Aktivitäten wie Meditation oder Lesen helfen mir wirklich, nach einem langen Tag abzuschalten. Ich stimme vollkommen zu. Diese Momente der Ruhe können so erfrischend und erholsam sein. Ja, ich sollte mehr davon in meinen Alltag einbauen, vor allem, wenn man bedenkt, wie beschäftigt man ist. Auf jeden Fall. Die Zeit für sich selbst zu nehmen ist wichtig, um Ausgeglichenheit und Frieden zu bewahren. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn man sich jeden Tag nur ein paar Minuten Zeit dafür nimmt. Es geht darum, diese Momente zu priorisieren, in denen man neue Kraft tanken kann. Ich habe auch festgestellt, dass Tagebuchschreiben eine großartige Möglichkeit sein kann, den Kopf frei zu bekommen. Das ist eine wunderbare Idee. Das Aufschreiben von Gedanken kann helfen, Emotionen zu verarbeiten und Stress abzubauen. Ich stimme zu. Nehmen wir uns gemeinsam Zeit für diese Aktivitäten. Das könnte motivierend sein. Lektion 20. Sternschnuppen. Sternschnuppen scheinen den ganzen Himmel zu erhellen, nicht wahr? Ja, sie sind ein wunderschöner Anblick. Es ist ein magischer Moment, wenn man einen fängt. Genau. Sie scheinen der Erde normalerweise recht nah zu sein, was das Wunder noch verstärkt. Ja, und es ist faszinierend, dass es sich dabei tatsächlich um Meteoroiden handelt, die in der Atmosphäre verglühen. Ich weiß, es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, welche Reise sie auf sich nehmen, um solch ein schillerndes Schauspiel zu schaffen. Tilruf. Ich liebe es, mir etwas zu wünschen, wenn ich etwas sehe. Es fühlt sich wie eine besondere Tradition an. Ja, es macht Spaß zu glauben, dass bei diesem Erlebnis etwas Magisches im Spiel ist. Ich stimme zu. Sternschnuppen zu beobachten kann eine großartige Möglichkeit sein, sich mit der Natur und dem Universum zu verbinden. Lass uns bald eine Nacht unter den Sternen planen. Ich würde dieses Erlebnis gerne mit dir teilen. Lektion 21. Kanada erkunden. Ich lebe in Kanada, einem sehr großen Land, das aus 10 Provinzen und 3 Territorien besteht. Das klingt faszinierend. Die Vielfalt in den Provinzen muss unglaublich sein. Auf jeden Fall. Jede Provinz hat ihre eigene einzigartige Kultur, Landschaft und sogar ihr eigenes Klima. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass eine Reise durch Kanada viele verschiedene Erfahrungen bietet. Auf jeden Fall. Von den Bergen in British Columbia bis zu den wunderschönen Küsten von Nova Scotia gibt es so viel zu sehen. Ich würde gerne die natürliche Schönheit Kanadas erkunden. Es scheint ein Paradies für Outdoor-Liebhaber zu sein. Ja, und auch die pulsierenden Städte wie Toronto und Montreal haben viel zu bieten. Ich kann mir die kulinarischen Köstlichkeiten und kulturellen Veranstaltungen in diesen Städten nur vorstellen. Genau. Es ist eine perfekte Mischung aus Natur und Stadtleben und somit ein großartiger Ort zum Leben. Lektion 22. Einkaufsutensilien. Perfekt. Ich nehme eine Tasche für unseren Einkaufsbummel mit. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Ja, stellen wir sicher, dass wir eine Liste mit den benötigten Dingen haben, damit wir nichts Wichtiges vergessen. Das ist eine tolle Idee. Eine Checkliste hilft uns, organisiert und konzentriert zu bleiben. Auf jeden Fall. Und wir sollten auch darüber nachdenken,
welche besonderen Dinge wir vielleicht ausprobieren möchten. Stimmt, vielleicht können wir auch gleich nach Rabatten oder Sonderangeboten schauen, wenn wir schon mal da sind. Ja, das könnte uns etwas Geld sparen. Es ist immer schön, ein gutes Angebot zu finden. Ich stimme zu. Halten wir beim Einkaufen Ausschau nach Sonderangeboten. Auf jeden Fall. Ich denke, wir werden einen produktiven Einkaufstag haben, wenn wir uns an unseren Plan halten. Ich bin schon gespannt, was wir finden. Lasst uns diesen Einkaufsbummel zu einem Vergnügen machen. Lektion 23: Clever einkaufen. Verstanden. Wir wählen also das Geschäft mit den niedrigsten Preisen, um unser Budget optimal zu nutzen. Das klingt nach einer cleveren Strategie. Kluges Einkaufen kann einen großen Unterschied machen. Genau. Es ist wichtig, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen, insbesondere wenn wir eine Liste haben. Ja, und ein Preisvergleich kann uns wirklich dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Außerdem lohnt es sich, gute Angebote zu finden und Geld zu sparen. Ich stimme zu. Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass wir das Beste aus unserem Einkaufserlebnis machen. Ja, und es kann auch eine lustige Herausforderung sein, herauszufinden, wer das beste Schnäppchen findet. Ich finde die Idee super. Sie wird unseren Einkaufsbummel spannender machen. Auf jeden Fall. Mal sehen, wer zuerst die besten Angebote entdeckt. Lektion 24: Träume von Sportlern. Junge Sportler träumen oft unrealistisch von einer Profikarriere und schließen dabei die Schule aus. Ja, es ist interessant, wie viele sich ausschließlich auf den Sport konzentrieren, ohne ihre Ausbildung zu berücksichtigen. Genau. Die Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Sport sind recht gering, was oft übersehen wird. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass Sie einen Plan B haben, falls etwas nicht klappt. Ja, und die Balance zwischen Studium und Sport kann wertvolle Lebenskompetenzen und Chancen vermitteln. Ich stimme zu. Bildung kann Türen öffnen, die Sport allein möglicherweise nicht öffnen kann. Für junge Sportler ist es wichtig zu verstehen, dass beide Wege nebeneinander bestehen können. Ja, und es ist entscheidend, sie zu ermutigen, ihren Leidenschaften nachzugehen und sich gleichzeitig auf die Schule zu konzentrieren. Ich denke, wir sollten uns für Programme einsetzen, die diesen ausgewogenen Ansatz unterstützen. Lektion 25: Verbrauchereinblicke. Für den Erfolg ist es entscheidend, das Verbraucherverhalten und die Vorlieben in jedem Zielmarkt zu verstehen. Hilf. Unternehmen können ihre Produkte so anpassen, dass sie spezifische Anforderungen erfüllen. Ja, und die Analyse von Verbrauchertrends kann zu besseren Marketingstrategien führen. Ich stimme zu. Zu wissen, was Kunden wollen, hilft bei der Erstellung relevanter Werbung. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auf Marketingmaßnahmen reagieren. Ja, und es ist wichtig, Strategien auf der Grundlage von Feedback und Trends anzupassen. Ich denke, dass die Durchführung von Umfragen und Fokusgruppen wertvolle Erkenntnisse liefern kann. Auf jeden Fall. Wenn Unternehmen auf die Verbraucher hören, bleiben sie auf dem Markt wettbewerbsfähig. Ich freue mich darauf, mehr über das Verbraucherverhalten zu erfahren. Es ist ein so wichtiges Feld. Lektion 26: Reisevorbereitungen.
Ja, wir brauchen unsere Pässe und Visa für die Reise. Hast du alles eingepackt? Ich glaube, ich habe alles, aber ich sollte meine Tasche zur Sicherheit noch einmal überprüfen. Das ist eine gute Idee. Es ist immer besser, übervorbereitet zu sein als untervorbereitet. Auf jeden Fall. Ich werde eine Checkliste erstellen, um sicherzustellen, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Toller Plan. Ich werde dasselbe tun, um alles organisiert und stressfrei zu halten. Ja, und es ist eine gute Gelegenheit, alle benötigten Reisedokumente zu überprüfen. Genau. Stellen wir sicher, dass wir alle notwendigen Unterlagen in Ordnung haben. Ich fühle mich sicherer, da ich weiß, dass wir bei unseren Vorbereitungen gründlich vorgingen. Ich auch. Ich freue mich auf eine reibungslose und angenehme Reise. Lektion 27. Gemeinsam planen. Es klingt, als hätten wir ähnliche Interessen. Lassen Sie uns gemeinsam planen. Auf jeden Fall. Ich denke, die Zusammenarbeit wird unsere Pläne noch spannender machen. Ja, gemeinsames Brainstorming von Ideen kann zu wunderbaren Erlebnissen führen. Ich stimme zu. Es ist immer schön, Ideen auszutauschen und zu sehen, was wir uns einfallen lassen können. Genau. Welche Aktivitäten schwebt dir für unseren Plan vor? Ich dachte, wir könnten ein paar neue Restaurants erkunden und uns vielleicht eine lokale Veranstaltung ansehen. Das klingt perfekt. Ich bin immer bereit, neue Orte und Erfahrungen auszuprobieren. Ich hoffe, lasst uns eine Liste der Restaurants erstellen, die wir ausprobieren wollten und sehen, was in der Stadt los ist. Tolle Idee. Ich bin schon gespannt, welche tollen Abenteuer wir gemeinsam planen. Lektion 28. Lebensmitteleinkauf. Ich brauche Obst, Gemüse, Brot und Milch. Und du? Ich habe vor, mir diese Woche ein paar Snacks und vielleicht etwas Pasta zum Abendessen zu holen. Das klingt gut. Es ist immer schön, an arbeitsreichen Tagen schnelle Mahlzeiten parat zu haben. Ja, und ich möchte sicherstellen, dass ich gesunde Optionen habe, um meine Energie aufrechtzuerhalten. Absolut. Frisches Obst und Gemüse sind für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. Ich stimme zu. Achten wir beim Einkaufen unbedingt auf Sonderangebote für diese Artikel. Tolle Idee. Es ist ein gutes Gefühl, beim Kauf gesunder Lebensmittel Geld zu sparen. Ja, und wir können auch lokale Bauern unterstützen, indem wir frische Produkte auswählen. Das finde ich toll. Es ist eine Win-Win-Situation für unsere Gesundheit und die Gemeinschaft. Lektion 29. Essensvorlieben. Super. Ich glaube, wir haben dann ziemlich ähnliche Essensvorlieben, was super ist. Ja, es macht die Planung von Mahlzeiten und Ausflügen so viel einfacher, wenn wir die gleichen Dinge mögen. Ich stimme voll und ganz zu. Es eröffnet uns so viele weitere Möglichkeiten, die wir gemeinsam erkunden können. Ja, das Ausprobieren neuer Restaurants oder Gerichte wird zu einem lustigen Abenteuer. Ja, und es ist aufregend, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken, die uns beiden schmecken. Das fände ich toll. Es schafft ein gemeinsames Erlebnis, das wir beide genießen können. Auf jeden Fall. Lass uns eine Liste mit den Orten führen, die wir als nächstes ausprobieren möchten. Toll Idee. Ich kann es kaum erwarten, in unsere kulinarischen Entdeckungsreisen einzutauchen. Ich auch nicht.
Es wird eine köstliche Reise. Lektion 30. Motiviert bleiben. Ich muss mich auf meine Kraft und Ausdauer konzentrieren. Gibt es Tipps, wie ich auf dieser Reise motiviert bleibe? Auf jeden Fall. Das Setzen kleiner, erreichbarer Ziele kann wirklich helfen, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten. Das macht Sinn. Das Feiern dieser kleinen Erfolge kann die Dynamik aufrechterhalten. Ja, und wenn Sie einen Trainingspartner finden, kann das Training angenehmer sein und Sie dazu motivieren, sich zu engagieren. Ich stimme zu. Es macht immer mehr Spaß, mit jemandem zu trainieren, der ähnliche Ziele verfolgt. Klar, außerdem könnt ihr euch an harten Tagen, an denen die Motivation nachlässt, gegenseitig Mut machen. Ja, und wenn Sie Ihren Tagesablauf abwechslungsreicher gestalten, bleibt alles frisch und spannend. Ich finde diese Idee super. Das Ausprobieren neuer Aktivitäten kann Ihre Leidenschaft für Fitness neu entfachen. Auf jeden Fall. Lasst uns einen Plan erstellen, um uns gegenseitig beim Erreichen unserer Fitnessziele zu unterstützen.